Hallo, in diesem Video möchte ich mir die Nägel lackieren und ich wollte hier mal diesen Peel-Off Base Coat von Born Pretty ausprobieren. Laut Beschreibung soll der sich wohl einfach in warmem Wasser dann wieder ablösen lassen und ja, da bin ich mal neugierig, ob das so funktioniert und vor allen Dingen, wie lange der dann auch insgesamt hält, ob der irgendwie in den nächsten 1, 2 Tagen mir schon wieder entgegengeflogen kommt, der ganze Lack, oder ja, ob das vielleicht so eine Woche oder je nachdem, wie lange ich das jetzt drauf lassen möchte, auch halten würde. Genau. Ich beginne, indem ich erstmal meine Nägel mit so einem Alkoholtupfer hier abreibe. Damit habe ich jetzt schon mal die Nägel desinfiziert und entfettet. Und dann gebe ich jetzt hier noch ein bisschen Dehydrator drauf, um die Feuchtigkeit aus dem Nagel zu holen. Ansonsten, ich hatte ja vorher Polygel drauf. Das habe ich jetzt so weitestgehend komplett abgelöst. Und die Nägel habe ich dann vorhin nochmal mit einem Buffer ein bisschen geglättet, weil ja da noch so ein bisschen Restmaterial drauf war. Anschließend habe ich die Nägel dann nochmal mit dem Feinbuffer einfach so ein bisschen nochmal nachgeglättet, sage ich mal. Ich wollte ja nie, dass die Oberfläche so mega rau ist. Ja, das nochmal so nebenbei, dass ihr einfach wisst, wie die Grundlage jetzt ist, auf der ich diesen Peel-Off Base Coat verwende. Also so leicht angeraut sind die Nägel halt schon. Aber ob das jetzt ein Vorteil oder Nachteil ist, das weiß ich auch nicht. Genau. Ich nehme mir jetzt hier so einen extra Pinsel und habe mich jetzt dazu entschieden, die Base richtig dünn aufzutragen. Ob das jetzt wieder irgendwie einen Einfluss auf die Ablösbarkeit hat, das bin ich mir jetzt auch nie ganz sicher. Ich wollte es jetzt einfach erstmal so probieren, indem ich es ganz dünn auftrage. Und ja, dann wird man ja sehen, ob das funktioniert oder nicht. So ein bisschen uneben sind die Nägel jetzt schon noch, aber das gleiche ich dann gleich noch ein bisschen aus mit Topcoat. Die Base ist jetzt überall drauf und ich habe die aushärten lassen und ich cleaner das jetzt ab. Ich werde dann jetzt erstmal 2 dünne Schichten Base sag ich schon, nee, hier schwarzen Gellack auftragen. Anschließend versiege ich den, um da so ein bisschen eine schöne ebene Oberfläche hinzubekommen. Genau, und dann bin ich gleich wieder da. Ich denke mal, ich werde das so im Schnelldurchlauf mal kurz mit zeigen. Aber ja, so mega spannend ist das ja wahrscheinlich sowieso nie. Die schwarze Base und der Topcoat, um die Nägel so ein bisschen auszugleichen. Das sitzt jetzt, ist ausgehärtet und ich möchte jetzt noch diesen Cat-Eye-Lack auftragen, weil ich werde jetzt kein großartiges Design machen, aber so einen kleinen Hingucker möchte ich trotzdem gerne auf meinen Nägeln haben. Und deswegen ist die Wahl auf den hier gefallen, weil der ist sowas von hübsch. Das sieht auch schon so aufgetragen echt schick aus. Aber ich werde natürlich jetzt noch den Magneten benutzen. Der bekommt dann nämlich so einen richtig fein blauen Cat-Eye-Effekt. Da
Da muss man hier so ein bisschen mehrmals mit dem Magneten auch so mal drum rumgehen, beziehungsweise ein bisschen rumspielen. Dann kommt der Effekt nach und nach so ein bisschen stärker raus, habe ich immer das Gefühl. Ja, da kann man ein bisschen modeln, wie man Lust hat, bis es eben gefällt. Bin jetzt gerade noch so ein bisschen am Hin und Her jonglieren. So lasse ich das jetzt. Ich hatte das jetzt an und mache das natürlich auf allen Nägeln. Dann zeige ich euch noch, wie das aussieht. Ich werde das dann noch gleich versiegeln. Genau, dann können wir uns den Lack nochmal zusammen angucken. Ja, genau. Bis gleich. Das ist jetzt das fertige Ergebnis. Und ich finde das Farbspiel von diesem Lack einfach so schön. Und deswegen hoffe ich jetzt natürlich auch, dass das ein bisschen hält. Ich lasse mich mal überraschen. Und würde mich dann in, denke ich mal, spätestens einer Woche wieder zurückmelden oder vielleicht auch schon eher, wenn irgendwas passiert mit den Nägeln. Genau, okay. Dann bis, ja, für euch gleich und für mich dann in spätestens einer Woche. Hallo, da bin ich wieder und so sehen die Nägel jetzt nach einer Woche aus. Am Zeigefinger ist ziemlich viel abgeplatzt. Die Ecke ist schon im Laufe des 3. Tages abgewandert und 2 Tage später ging es dann hier drüben weiter. Ansonsten hat das insgesamt gut gehalten. Hier an der Ecke ist noch so ein bisschen was ab. Ansonsten kann ich jetzt erstmal nie meckern. Ich habe mir jetzt schon mal hier so eine kleine Schüssel mit warmem Wasser hergeholt, weil laut Beschreibung soll das sich ja dann einfach damit ablösen lassen. Ich wollte jetzt trotzdem einfach mal kurz vorsichtig hier probieren, ob man das auch schon, ja, so runterkriegen würde. Wie man sieht, ich komme hier auf jeden Fall ziemlich easy drunter. Das ging ziemlich gut. Ja, auf meinem Nagel sind jetzt hier natürlich so ein paar, naja, wie als hätte der Lack da so ein bisschen was von meinem Nagel mit runtergeholt. Aber ich denke mal, das liegt daran, weil ich den ja halt so ein bisschen angeraut hatte vorher. Hatte ich ja erzählt, dass ich ja hier so ein bisschen glätten musste, weil ich noch so ein bisschen Restmaterial gehabt habe. Und ich vermute mal, wenn das eben nie der Fall gewesen wäre, dann wäre das auch, hätte das jetzt vom Nagel nie noch was mit so runtergezogen, weil es ist nie überall. Da das jetzt so einfach ging, gehe ich jetzt mal davon aus, das wäre weiß ich nie in den nächsten spätestens auch wieder 7 Tagen oder so, 5 bis 7 Tagen, keine Ahnung, mir dann wahrscheinlich von selbst entgegengeflogen gekommen. Aber ich finde trotzdem jetzt, dass das so eine Woche gehalten hat, finde ich auf jeden Fall sehr gut, muss ich sagen. Dafür, dass das jetzt auch so easy abzulösen geht. Also an manchen Stellen hängt es noch ein bisschen fester. Ja, vielleicht wird das auch immer so ein bisschen angelöst, wenn man natürlich auch duschen geht oder baden oder was auch immer. Man ist ja immer mal mit den Händen im Wasser. Deswegen bin ich auch eigentlich davon ausgegangen, dass das noch nimmer so gut halten wird. Von daher finde ich es richtig gut. Hier hängt es jetzt ein bisschen fester. Ich kann das ja jetzt gleich noch mal ins warme Wasser tunken. Aber unter der Ecken kommt man ja eigentlich bei jedem Nagel schon drunter. Das heißt, das hätte jetzt wirklich nie mehr lange gedauert, bis da irgendwas zumindest abgeplatzt wäre, wenn ihm jetzt nie gleich der ganze Nagel entgegenkommt. Aber der ist jetzt trotzdem hier so ein bisschen fester noch drauf. Tue ich, wie gesagt, gleich noch mal ins Wasser für ein paar Minuten. Beim Drehen komme ich jetzt gerade gar nicht mal so richtig irgendwo rein. Okay, jetzt habe ich so lange gequatscht. Das Wasser ist gar nicht mehr warm. Ich tue das jetzt nochmal erneuern und weiche mal meine Finger so 5 Minuten dann mal hier ein und mal gucken, ob der Rest dann einfacher noch abzulösen ist.
So, der Lack ist jetzt überall runter und so sieht das jetzt aus. Sind noch so ein paar kleine Reste drauf, aber finde ich jetzt nie weiter tragisch. Also es hat sich auf jeden Fall gut ablösen lassen und ich hatte das jetzt auch doch nie 5 Minuten lang eingeweicht. Ich habe jetzt schon eher angefangen mit Poolen, weil das Wasser wurde auch irgendwie voll schnell kalt. Deswegen dachte ich mir, gucke ich einfach mal. Und das ging wirklich richtig gut ab. Vor allen Dingen, sobald man halt irgendwo einen Anfang gefunden hat. Beim Kleen hat es ein bisschen gedauert. Also man muss halt wirklich irgendeine Stelle finden, wo man dann drunter kommt. Und dann lässt sich das wirklich sehr gut abpeelen. Von daher finde ich das eine super Sache. Und eine Woche Haltbarkeit ist für sowas absolut in Ordnung, finde ich. Und von daher freue ich mich, dass ich mir den mitgekauft hatte. Und ja, dann war es das prinzipiell jetzt schon mit meinem Experiment. Kann den Basecoat hier auf jeden Fall empfehlen. Wer so eine Peel-Off-Funktion, sage ich mal, gerne haben möchte. Ja, finde ich gut. Genau, dann war es das jetzt an dieser Stelle. Und dann bedanke ich mich wie immer sehr fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid beim nächsten Video wieder mit dabei. Und dann sage ich ciao, bis zum nächsten Mal.